Shanti. Did you enjoy the silence? Habt ihr die Stille genossen? Anyone trying it for the first time? Ist jemand hier, der es zum ersten Mal ausprobiert? There's a lovely vibration in this space Es sind ganz liebliche Schwingungen in diesem stillen Raum, that has been created by people meditating over a period of time. die von Menschen erschaffen wurden, die hier über eine lange Zeit meditiert haben. And mostly we find that it helps us reach an experience more quickly. Und meistens empfinden wir es so, dass es uns dabei hilft, die Atmosphäre eine gute Erfahrung zu machen und schnell. When I was in Dresden, and again it was a very beautiful space, I asked the people who had come for the talk, what did they feel when they entered the space? Als ich in Dresden war, gab es auch einen Ort, wo viel meditiert wurde und wo es eine schöne Atmosphäre erschaffen ist. Und ich habe die Leute dort gefragt, was sie fühlen, als sie an diesen Ort kamen. I expected them to say that they felt comfortable, they felt at home, they felt the peace, but that wasn't the response I got. Ich habe erwartet, dass die Leute sagen, ich fühle mich wohl, ich fühle mich zu Hause und ich fühle den Frieden. Aber das war nicht die Antwort, die ich bekommen habe. You should never assume anything. What is assume? Assume means that you are, that you think you know what people are going to say or what people are going to do. Assume. Also man sollte nie denken, man weiß, was die Leute sagen. And so I was surprised when, and they were very truthful, when some said that they felt very insecure in coming into the space. It was the first time. Das war anders und die Leute waren sehr ehrlich und sehr wahrhaftig und einer hat gesagt, sie fühlt sich immer sehr unsicher, wenn sie in diesen Raum kommt. And one said that even though they felt insecure in coming into the space, that they had such a desire for something new in their life that they overcame the insecurity they were feeling. Und jemand sagte, auch wenn sie sich immer sehr unsicher fühlen in diesem Raum, dass sie trotzdem so ein starkes Bedürfnis danach haben, nach neuen Erfahrungen in ihrem Leben, dass sie dieses Gefühl überwunden haben. Anyone here feeling insecure? Fühlt sich jemand hier drin unsicher? Oh. Me sometimes. But for different reasons, yeah. But it was beautiful to observe as the night went on how that changed. Aber es war schön zu beobachten, wie sich das verändert hat über den Abend. And it wasn't so much that the threat level in their mind was reduced. Es war nicht so, dass das Bedrohlichkeitslevel in ihrem Geist sich verringert hat. Is that they, in spite of themselves, were being influenced by the vibration. Sondern es war so, dass sie, obwohl sie selber waren, dass sie beeinflusst wurden von der friedvollen Atmosphäre, die durch die Meditation entsteht. So it's not necessary to believe in vibrations, it's not necessary to know how they work, but you're affected by them nonetheless. Das heißt, man muss nicht an Schwingungen glauben und man muss auch nicht verstehen, wie sie funktionieren, aber die Tatsache ist, dass sie funktionieren. If you were to describe your vibration, how would you describe it? Wenn ihr eure eigenen Schwingungen beschreiben würdet, wie würdet ihr sie jetzt beschreiben? Because everyone, all the time, is vibrating a vibration. Denn jeder sendet zu jeder Zeit Schwingungen aus. And if you're maybe not able to
identify it at the present time, what kind of vibration would you like to have? I'm sorry, can you... If you're not able to identify your own vibration right at this moment, what kind of vibration would you like to have? Und wenn ihr eure eigenen Schwingungen im Moment nicht identifizieren könnt oder herausfinden könnt, was für Schwingungen würdet ihr gerne spüren oder aussenden? Peaceful, love, Frieden, Liebe, kindness, Kindness. Who said that? Kindness. Freundlichkeit oder Sanftmut. Offenheit. Of what? Openness. Openness. Beautiful. Beautiful. Tell me more. happiness, Happiness. Okay. Glück, Somebody said something else. lightness, Lightness. Leichtigkeit, Peace. Peace. Peace seems to be the Yeah. top seller. happiness, Happiness. Okay. And in your endeavor to perhaps acquire that vibration, what do you do? Where do you get it from? Und in euren Bemühungen um diese Zustände, was macht ihr dann? Woher bekommt ihr sie, dieses Gefühl? Where do you come here to get it? Kommt ihr hierher, um sie zu bekommen? Do you go to nature to get it? Oder geht ihr in die Natur, um die Gefühle zu bekommen? Tell me. In die Stille. He's saying in silence. In silence. Okay. So definitely you can be helped by the existence of that vibration in a space, perhaps, but only temporarily. Definitiv kann man Hilfe bekommen durch die Schwingungen, die an einem Ort sind, aber nur vorübergehend. Ultimately, I think we all know that we have to find it within ourselves. Ultimativ ist dann so, dass sie denkt, dass man es in sich selbst finden muss. We have to generate it within ourselves. Wir müssen es in uns selbst generieren. And when do you go looking for it? When or where? When? Und wann sucht ihr danach? wir meditieren. What did they say? When we are meditating. Okay. Right, but what made you start meditating? Very often, not always. You know, Was hat dich dazu gebracht, mit Meditation anzufangen? some already understand that they are on a path of search. Viele verstehen, dass sie auf einem Pfad der Suche sind, But sometimes it's because the experience is so intensely of the opposite. aber ganz oft ist es so, dass die Erfahrung das ganz krasse Gegenteil davon ist, von dem, was man sucht. And I think as human beings, we're constantly swinging like pendulums. Und als menschliche Wesen schwingen wir die ganze Zeit wie so Pendel zwischen den beiden. And so most people have that sense that they need to find some kind of a balance. Und die meisten haben das Gefühl, dass sie eine Art Balance finden möchten zwischen beiden. In general terms, we could say that the story of the soul and its journey is that we go from one end of the spectrum to the other. You know, that those qualities you've mentioned, are you okay to continue or you need to... Let's stop. Und die Erfahrung ist meistens so, dass man beide Erfahrungen macht und You said that the story of the soul.
It's as if it's on a continuum from in terms of the qualities that they've expressed, and so you have them in their highest manifestation at one end and their lowest manifestation at another end. Also es ist so, dass die Werte und die Gefühle, der Frieden, die Liebe und das Glück, dass man die immer zum höchsten Level hat und dass man aber genau die gleiche Erfahrung auch macht, dass man sie am wenigsten erfährt. And would it seem fair to say that if there was the fullness of the vibration of, say, love and peace, what else would be there? What else would be there if I had the fullest vibration of love and peace? Go. Und wenn ich, yeah, I'm listening and I Yes. get everything. You're doing lovely. Thank you. Und was würde sonst noch da sein, außer der höchsten Erfahrung, wenn man ganz voll ist mit den Qualitäten? Was würde sonst in einem sein? Chaos. Chaos? Oh, how interesting. If there was total love and peace, there would be chaos. Oh, interessant, wenn totale Liebe und totaler Frieden in einem wären, wäre da Chaos? No, they say No. different voices. What about happiness? Wie ist es mit Glück? Do you think if you were full in love and peace, there would automatically be happiness? Ja. Right, yeah, I think so. I think so. Denkt ihr, wie ist es mit Glück? Denkt ihr, wenn ihr voll im Frieden und in der Liebe wärt, dass dort auch automatisch Glück wäre? And so now let's run Genickt, ja. Let's run down to the other end. Okay, lass uns an das andere Ende nach unten gehen. Now there's a lack of love Es gibt einen Mangel an Liebe and there's a lack of peace. und einen Mangel an Frieden. So what else is there? Also was ist da noch? Was sagst du? In elementary class. Unhappiness, Unhappiness. Unglück, Yeah. Angst. Fear, Unhappiness, fear, Emptiness. emptiness, Leere, Ja. Unsicherheit, Insecurity, insecurity, Schmerz, Pain. pain, pain. And so all of these at some level are violence. Und zu einem gewissen Level ist alles davon Gewalt. And who has perpetuated or who has created that violence? Und wer hat diese Gewalt erschaffen? The mind, someone said. Nice. Really, really. It's not to say that we haven't been deliberately hurt by someone or something else. Ja, sie sagt zustimmend, ja, wirklich, der Geist, wie jemand gerade gesagt hat. Weil es ist nicht so, dass man wirklich verletzt wurde von jemandem, ganz stark. But it is only to the extent that there has been a reduction in those original qualities in the soul. Weil es ist so, dass nur zu dem gewissen Grad, wie die Reduktion der Qualitäten in der Seele war oder passierte. It's like, for instance, if there's a slight crack in the glass, then its strength is compromised. Zum Beispiel, wenn in einem Glas ein kleiner Riss ist, dann ist die Stärke des Glases auch reduziert. And if it's hit again, then there's the possibility that it will shatter. Wenn man dann erneut dagegen schlägt, dann gibt es die Gefahr, dass es zerbricht.
I don't know if it's a fair question to ask. If we look at the world, would we say that we are more on the down end of the spectrum or on the up end of the spectrum? Ich weiß nicht, ob es fair ist zu sagen, aber wenn wir auf die Welt schauen, sind wir dann mehr auf der unteren Seite im Moment oder mehr auf der oberen Seite? They all agree on the down side. Yeah, yeah. And so perhaps this is the time when we have to start doing something about it. So, vielleicht ist jetzt die Zeit dafür, dass wir etwas dagegen tun sollten. That we can start moving back up the spectrum again. Damit wir zurückgehen können und das Spektrum wieder nach oben gehen. And how am I going to do that? Und wie mache ich das? Is the desire sufficient? What is sufficient? The desire to Ausreichend. Also ist der Wunsch danach ausreichend? or do I need tools? Oder brauche ich Werkzeuge? Knowledge? Knowledge? That's a good start. Jemand hat Wissen gesagt. Understanding, Das ist ein guter Start. Verständnis. because understanding, one of the primary things that understanding gives me, even though I don't always take advantage of it, is a choice. Weil was mir Verständnis immer gibt, auch wenn ich nicht immer davon daraus Nutzen ziehe, das ist aber die Entscheidung, die ich treffen kann. Ich kann entscheiden. Maybe not a very good example, but if there's a huge mathematical problem that needs to be worked out, Vielleicht ist es kein gutes Beispiel, aber wenn es ein riesiges mathematisches Problem gibt, das man lösen muss, do we have any mathematicians in the room? haben wir Mathematiker im Raum Or somebody really good at math? oder jemand, der sehr gut ist in Mathe. Ich nicht. No? You? None? Who? You? Jemand? He's not admitting if he is. Everyone says Only the basics. Well, the thing is, nur die Grundlagen, sagt er. I don't have a choice when it comes to resolving the mathematical equation because I know nothing about it. But if you have some understanding of it, you can say, yes, I'll help, or no, I don't want to help. You have a choice. Also ich habe keine Ahnung, kann keine Lösung finden, weil ich kein Verständnis habe von Mathematik. Aber Carsten kann eine Lösung finden, weil er das Verständnis hat. Yeah. And so when I have a choice, it often broadens my way of seeing things, right? When I have a choice. Also wenn ich die Wahl habe, dann öffnet das meinen Horizont und meine Art, die Dinge zu sehen. And when I don't have a choice, then I'm limited to a very narrow perspective on things. Und wenn ich keine Wahl habe, dann bin ich darauf beschränkt, auf eine ganz begrenzte Sicht der Dinge. Oder auf eine begrenzte Wahlmöglichkeit. And when I don't understand how this works in terms of how I arrived at the pain and the sorrow, the distress and the disappointment, Und wenn ich nicht verstehe, wie das funktioniert, also wie ich an diesem Punkt gelangt bin, von Stress und Enttäuschung, then my inclination is to blame someone else. dann neige ich dazu, jemand anderen zu beschuldigen. And when I can blame someone else, Und wenn ich jemand anderen beschuldigen kann, there's no possibility of the situation resolving itself dann gibt es keine Möglichkeit, dass die Situation sich selbst löst, because I'm not responsible.
weil ich bin nicht verantwortlich. And so as I begin to understand, Also wenn ich anfange zu verstehen, then I can begin to take some responsibility as well. dann kann ich anfangen, Verantwortung zu übernehmen. And this is not about I am the guilty one. Und damit ist nicht gemeint, ich bin der Schuldige, It's all my fault. es ist alles mein Fehler. No, that is also self-defeating. Nein, das ist auch selbstverletzend. And so it's understanding your story Entschuldigung, es ist nicht selbstverletzend, sondern selbstverteidigend. in the context of time, and not just limited time, but in the context of that which is eternal. Und zwar im Kontext. You mean it's self-defeating in the context of time? The need to understand your whole story as it relates to time. Right? No, not. I don't get it, sorry. All right. Anybody else get it? Did anyone get it? To understand your story in the time continuum, in a sense. Everybody hears a different age. Everybody hears a different age, so it's something you need to understand, not just like for the 40 or 70 years that you've lived your life, but also in the context related to eternity. Also und zwar geht das Verständnis so weit, dass man es nicht nur auf die letzten 40 bis 70 Jahre beziehen soll, sondern auf eine Ewigkeit. So part of the exercise in the meditation is focusing on the top end of the spectrum. Also ein Teil der Meditation ist es, sich auf das höchste Ende des Spektrums zu konzentrieren. And it is also knowing as a soul what kind of energy you need. Und das bedeutet auch zu wissen, was für eine Energie brauche ich als Seele. And meditation, as you proceed with it, allows you to temporarily at least remove yourself from human energy. Und mit der Meditation lernt man zumindest für eine Zeit, sich von der menschlichen Energie zu lösen. And it's developing an interior life. Und ein inneres Leben zu entwickeln. In which there are no complaints, Worin es keine Beschwerden gibt, there are no comparisons, keine Vergleiche, there's no expectations. keine Erwartungen. It's like making the distinction between all of the roles that you play in the course of your day, be it parent or worker or anything else. And so it's dropping all of that. 1 second, Victoria, wo man keinen Unterschied mehr macht zwischen den verschiedenen Rollen, die man über den Tag spielt. Also ein Arbeitnehmer zu sein, eine Mutter, die verschiedenen Rollen, die man spielt, da macht man keinen Unterschied mehr. And it's making room for the possibility of divine energy to come in. Und das schafft einen Raum für göttliche Energie, um reinzukommen. Also You know, people will say, they'll use the expression, I know what I like. die Menschen sagen, und sie meint, es ist so ein Ausdruck, ich weiß, was ich mag. But what they really mean is that I like what I know. Und was sie wirklich meinen ist, ich mag, was ich weiß. And so meditation then, whether you come to it as an explorer Also Meditation
heißt dann, ob man als Explorer, als Forschender or a researcher, oder als Entdecker Or- dorthin kommt just out of curiosity, oder nur aus Neugier, then you can be surprised to discover a whole new world. das heißt, dass man überrascht sein kann, was für eine komplett neue Welt man entdeckt. We're always looking to try and see ourselves. Wir suchen immer danach und versuchen, uns selbst zu sehen. And you could say that generally we look in the mirror, you know, so that we can see ourselves and apply our makeup. Und grundsätzlich kann man sagen, dass man in den Spiegel schaut und das Make-up checkt. But in meditation, we're looking for ourselves without the makeup. Und in der Meditation suchen wir aber nach uns selbst ohne das Make-up. Also nicht wie gewöhnlich, wenn man in den Spiegel schaut, um zu checken, ist mein Make-up noch gerade gezogen schön, dann heißt es in der Meditation, schaut man ohne Make-up auf sich. In other words, that sometimes the identities that we're carrying or the faces, the masks that we wear become burdensome, become heavy. Denn manchmal werden die Identitäten und die Masken, die wir tragen, werden zu einer Last und schwer. Because society expects us to be a certain way. Weil die Our Gesellschaft family, our social circle, our country, whatever, they have these expectations of us. Denn die Gesellschaft und unsere Familien oder unsere sozialen Kreise, die erwarten alle bestimmte Dinge von uns. You know, while I've been here in Germany, Während ich in Deutschland war, it's almost amusing to me ist es amüsant für mich zu sehen, to hear the German people describe themselves, you know, in ways that I thought only foreigners described them. also seit ich in Deutschland bin, ist es interessant für mich zu hören, wie die Deutschen sich selbst beschreiben. Sie dachte davon, dass nur dass andere Länder die Deutschen so beschreiben. That they're very precise, they're very accurate, they're very organized. What are some of the other things? You tell me. Dass sie sehr präzise sind, Punctual, sehr organisiert, sehr strukturiert, hard workers. hart arbeitende, pünktlich. So it's like, Was gibt es noch? you know, in every country it's the same, you know. You've all made this decision that you're going to be in agreement that this is who you are and how you are. Und das gibt es in jedem Land, dass man so eine Übereinkunft hat, wer man ist und wie man ist. I was almost shocked today. I had to wait 10 minutes at the train station. Ich war richtig geschockt heute, denn ich musste 10 Minuten am Bahnhof warten. You know, in other words, we promote these things about ourselves. And then everybody has that expectation from us then that we have to behave in that way. Das ist schlimm, weil jeder erwartet, dass man so ist und wir haben so zu sein. And you know, you go to India, it's the opposite. It's totally chaotic. Wenn du nach Indien gehst, dann ist es genau das Gegenteil. Es ist total chaotisch. It's when I first went there, and it's a long time ago, I thought the traffic signals worked in the opposite way. I thought you go on red and you stop on green. Sorry, can you say it again? I was Als wir das letzte Mal in Indien war, es hatte die Ampel, glaube ich, verkehrt verstanden. Bei Rot ist sie durchgegangen und in Grün hat gestoppt. Did you see the red lights and you went
But it's different. The traffic went. The traffic is chaotic. The traffic is chaotic, and of course you Also have, der Verkehr ist chaotisch. on the one road you'll have cars and trucks and bicycles and motorcycles and camels and elephants and goats and cows, all of them. Das heißt, But- auf der Straße gibt es LKWs, Autos, Kamele, Fahrräder, Roas, But alles. it works. It works. Aber it es funktioniert. works. Es funktioniert. Because there is a tacit agreement amongst all those people, just like there is in Germany, that this is how the system works. Aber es funktioniert, denn es gibt wie in Deutschland eine Übereinkunft unter den Indern, dass es genauso zu funktionieren hat. Und alle wissen wie und es funktioniert. Someone back there said you have to blow the horn, Jemand hat gerufen, du musst immer hupen. die ganze and Zeit. I was with a friend. I was taking a guest to India, and we were in the city of Ahmedabad, and we had gotten into the taxi to begin our journey to Mount Abu. And of course, the driver is using the horn. And she looked at me with her eyes like this, and she said, "Is the horn automatic?" Sie war mit einem Freund in Indien und ist von Ahmedabad nach Mount Abu gefahren mit dem Auto. Und der Fahrer hat immer gehupt die ganze Zeit. Und dann hat der Freund gefragt, ist das eine automatische Hupe oder wie? And so how we come to agreements about things. And that's fine, it's fantastic. Everybody expects this of Germany, right? Everybody expects their products to be the best. And, we will say, oh yes, my iron's from Germany, that you automatically know that it's of a high quality. Und so gibt es das Thema mit den Übereinkünften. Immer wenn man nach Deutschland kommt, denkt man, die Produkte sind die besten. Und But what would happen to you if suddenly your products weren't good? aber If was they würde euch became passieren? inferior? Was würde euch passieren, wenn plötzlich die Produkte nicht mehr gut wären? Or if the trains were no longer running on time? Oder wenn die Züge plötzlich nicht mehr pünktlich wären? Ihr würdet euch What would be niedriger your fühlen. reaction? Was wäre eure Reaktion? Das passiert schon. What? Anger, Anger, disturbed, upset, upset, aufgebracht. because of your expectations. Because of your expectations. Wegen euren Erwartungen. Yeah, so in other words, my peace and my equanimity and my balance is dependent on these things. Also ist Does mein, that seem like security? also ist mein Frieden und meine Balance, sind die abhängig von diesen Dingen? And maybe we even suspect that things might turn chaotic in our world. Und wir müssen erwarten, dass die Dinge chaotisch werden könnten in unserer Welt. And again, I'm so impressed here in Germany, and what I've been exposed to at any rate is the tremendous focus on ecological well-being in terms of your system for recycling. And now everybody, they don't ask you anymore, are you vegetarian? Now it's, are you vegan? Ich bin And sehr, everything is about organic. And so these, sorry. Ich bin sehr überrascht über das ökologische Bewusstsein in Deutschland hier, dass hier so gut recycelt und überall wird man gefragt, bist du Vegetarier oder brauchst du was Veganes? So these measures that we take to protect ourselves, and so that we can feel more secure. Das sind Dinge, an denen wir uns messen, damit wir uns sicherer mit uns selbst fühlen können. And you also have the consciousness that while you're doing it, that it's not just for you,
but that the whole of society is benefiting, and you're also trusting that the rest of society is doing it for you, so that you're protected as well. Und ihr macht es in dem Bewusstsein, dass ihr nicht nur euch selbst beschützt, sondern in dem Bewusstsein, was Gutes für die ganze Gesellschaft zu tun. Und ihr vertraut darauf, dass auch die anderen das tun, um einen selbst zu beschützen. Also diese ökologischen Dinge, das Recyceln und so weiter. And so back to this idea of the kind of energy that the soul needs. Also zurück zu der Frage, welche Energie die Seele braucht. What kind of energy does the soul need? Und was für eine Art Energie braucht die Seele? It's not food, it's not water. Every city I've been in, they all boast they have the best water. So she said spiritual energy. Spiritual energy, okay. Und Victoria hat gesagt, also es ist nicht Essen oder Nahrung und so weiter. Love. Oh, Liebe. oh, yeah, okay. Should we just stop now? Should we just stop now, because that's the answer. Sollen wir hier einfach aufhören, weil das die Antwort ist? But there's the need to understand about divine love. Yeah. Es gibt eine Notwendigkeit zu verstehen, was göttliche Liebe ist. And when there's divine love, there's less complication in my love for human beings, for my human family. Und wenn ich göttliche Liebe habe, dann gibt es weniger Komplikationen darin, auch Liebe für meine göttliche Familie zu haben. When that energy of love and peace and pure joy is available to me, then everything is okay. But as I begin to lose it by being human, then I have to try and find a substitute energy. Also solange ich die Energien von Liebe und Freude und so weiter in mir habe, ist alles okay. Aber wenn ich die nicht mehr habe, dann fange ich an, einen Ersatz zu suchen. The soul is eternal. Die Seele ist ewig. You probably already know, if you've been connected with the Brahma Kumaris, that you are a soul. Vielleicht wisst ihr schon, wenn ihr mit Brahma Kumaris verbunden seid, dass man hier sagt, ihr seid eine Seele. So are you okay with this idea that you are eternal? Also seid ihr okay mit der Idee, dass ihr ewig seid? Okay. Ja, skeptische Blicke. But the energy in the soul changes. Die Energie in der Seele verändert sich. A question I was asking last night: if you could choose between being a soul, a little spark of pure divine energy hanging out in some dimension beyond this one, and that in that experience you're sufficient unto yourself. Gestern Abend habe ich eine Frage gestellt, dass gefällt euch die Idee, dass ihr einfach nur eine ewige Seele seid, ein Lichtpunkt, die in einer anderen Dimension ist und dass sie selbst genügt, also sich selbst so in diese Form genügt. You know, you're just peace and light. Du bist nur Frieden und Licht. And you could stay like that forever. Und du könntest so für immer bleiben. And the other one is that you journey to this dimension, you know, like coming onto another planet. And although you will have amazing experiences and you will be able to express yourself, but somewhere along the way you will lose your way, and there will be equally as much pain and suffering.
Und die andere Wahl ist, oder die andere Vorstellung ist, dass man diesen Ort und Zustand verlässt und auf die Erde kommt oder einen Planeten und dass man dort Erfahrungen macht, aber auch die gegenteilige Erfahrung von den höchsten Werten, also auch die schlimmsten Erfahrungen quasi. Which would you choose? Was würdest du wählen? What did they say? They say it's clear, that's not a question. But they didn't say what. We didn't say what. It's clear the choice we made. That's the thing. Ja. The choice we made is clear. Die Entscheidung, die wir getroffen haben, ist klar. We didn't just fall down here by accident. Wir sind hier nicht zufällig heruntergefallen. No. We wanted to come and play. Wir wollten herunterkommen und spielen. We wanted to express what was in the soul. Wir wollten ausdrücken, was in der Seele ist. And what was in the soul was divine energy. Und was in der Seele war, das war göttliche Energie. And we did express it. Und wir drückten sie aus. But then at some point that energy began to diminish. Aber an einem Punkt fing die Energie an, weniger zu werden. Because being in the material world, Denn in der materiellen Welt zu the sein, soul became subject to the laws of matter. während sie in der materiellen war, wurde die Seele The soul became subject to the laws of matter. What is subject? Subject means it was no longer the ruler of matter, it became influenced by matter. How's that? als die Seele, während sie in der Welt war, in der materiellen, wurde sie nicht mehr, oder verlor sie die Herrschaft über die Materie und wurde beeinflusst von der Materie. And the essential element was the duality that exists on this plane. Und das essentielle Element war dann die Dualität von beidem, also Materie. The duality of matter and the soul, do you mean? No. That the world of matter is about opposites, the material world, the world we're in, it's dark, it's light, it's hot, it's cold, there's happiness, there's sorrow, it's a world of duality, of opposites. Yes. Also mit Dualität meint sie doch nicht die Dualität von Materie und Seele, sondern die Dualität in der physischen Welt, also hell und dunkel, warm und kalt. And so that's part of the negotiation, if you like, for being here. That's part of the experience, that you have to know both things. Just like you know night and you know day, you also know happiness and you also know sorrow. Und das ist Teil des Aufenthalts auf der Erde, dass wir beide Erfahrungen machen, dass wir Tag und Nacht erleben, Glück und Leid. But it is now time to reclaim happiness and peace. Und jetzt ist die Zeit, Glück und Frieden wieder zu erlangen. Part of the understanding of all of this comes from a divine source. Ein Teil des Verständnisses von all dem ist, die göttliche Quelle zu kennen. And the only difference in that divine source and us Und der einzige Unterschied zwischen dieser göttlichen Quelle und uns is that that energy is never inconsistent, is never in a state of duality. It is constant. Also der einzige Unterschied zwischen der göttlichen Quelle und uns ist, dass die Energie der göttlichen Quelle immer konstant ist. Sie kommt nie in die Dualität von schwach und stark And und hell because- und dunkel, aber wir. And because it never consumes, it never discharges. Und weil die göttliche Quelle nie konsumiert, entleert sie sich auch nie. So in the meditation,
this is what we connect to. That source of peace and of love that is constant, and we begin, like filling our gas tank again. Und in der Meditation füllen wir uns mit dieser konstanten Energiequelle von Liebe und Frieden. It's a little bit like the return journey has begun, Es ist ein bisschen, als würde die Rückreise begonnen haben. and meditation is very much a key element in that. Und Meditation ist darin ein Schlüsselelement. And then I think just different attitudes can help as well. Sense of humor for one. Und verschiedene Haltungen können dabei auch helfen. Zum Beispiel ein Sinn für Humor ist einer davon. And the nature of inquiry. What is inquiry? Inquiry, maybe they say in English. I To don't know. inquire, to ask, No word. to Mhm. Und nachzufragen auch. yeah. In Frage zu stellen. Nee. Neugierig, aufgeschlossen zu sein. Aufgeschlossen, ja. Also, Do you mean to concrete to ask, yeah. or do you mean to be open for Well, things? yeah, no, I was thinking more of actually asking the questions, asking the right questions, yeah. But being open is very important. Also sie meinte schon, sich die richtigen Fragen zu stellen, aber offen zu sein ist genauso wichtig. And along with the being open is the nature of trust. Und gleichzeitig mit der Natur offen zu sein, ist auch das Vertrauen. And it's a little bit like, when you have, when you were a child, maybe you still do it, but when you're crossing a stream, for instance, and there are stones, right? Als Kind macht man das manchmal noch, dass wenn man über einen Fluss überquert und da sind so Steine And they might be a little slippery because of the water. und sie sind vielleicht ein bisschen rutschig wegen dem Wasser. So you take a step and you stabilize yourself on that step, Dann macht man einen Schritt and then you take the next step. und stabilisiert sich bei diesem einen Schritt, And so the wartet und dann macht man den nächsten Schritt. the trust that is required is having the courage to take the first step Also das Vertrauen, das man braucht, ist den Mut zu haben, diesen ersten Schritt zu machen. and knowing that by doing that, somewhere or somehow the next step will become obvious. Und alles zu tun in dem Wissen, dass wenn ich den ersten Schritt mache, dass dann auch alles, was ich für den zweiten Schritt brauche, kommen wird. It's like, for example, sometimes you might have a situation that requires a response from you. Manchmal habt ihr vielleicht eine Situation, die eine Reaktion von euch erfordert. And somehow you intuitively know that you can't give a response yet because there's an element that is not available to you right then. Und manchmal hat man in der Situation dann das Gefühl, dass man noch nicht reagieren kann, weil noch ein Element fehlt, das man braucht. You're not consciously waiting or knowing what that element is, whether it's a person or a piece of information or a change in the situation. Man weiß dann noch nicht, welches Element fehlt, ob man eine Person braucht oder eine Veränderung der Situation oder was es noch braucht. But you just know you can't make the decision yet. Du weißt nur, ich kann die Entscheidung noch nicht treffen. And so it's trusting timing. Das heißt, dann muss man dem Timing vertrauen. Or it's like Also versteht ihr der Timing? Also den Zeitpunkt vertrauen. it's like sometimes where
you reach the 11th hour, as they say, the proverbial 11th hour. I You don't know know this the term. expression? No. Well, you've only got 12 hours on the clock, right? And it's the 11th hour, you know. Also es ist And you've been, for the 11 hours, you've been breaking your head about whether you should do this, whether you shouldn't do it. Like really breaking your head. And then suddenly at 11:59, boom. Also es gibt There's eine, no, it's as if there's no question, there's no choice. There's only one thing to do. But look at all the time you wasted also es breaking gibt your ein- head. Es gibt eine Aussage von der 11. Stunde. Victoria kommt aus Irland, oder ich weiß nicht, ob es ein US-Sprichwort ist oder ein irisches, aber man sagt, dass man wartet bis zur 11. Stunde und dann um 11:59 Uhr kommt einfach der Durchbruch und es ist auf einmal klar und man hat so viel Zeit verschwendet und so viel Gedanken sich gemacht. And so along with trust and as you were saying about being open, no resistance. Das heißt, man braucht manchmal Vertrauen und wie sie gesagt hat, mit der Offenheit braucht es, dass man keine Widerstände hat, dass man nicht widerständig ist. Because resistance is when I'm objecting to everything that happens and what people are saying and what people are doing and Weil wenn ich diese Widerstände habe, dann schaue ich immer darauf, was die Leute tun und was sie machen und anzulehnen. Ja. and so we're missing a very important aspect, and that is that things are going to happen and I can't be in control of, not only can I not be in control of everything, I can't be in control of anything. Und dann dürfen wir eins nicht vergessen, dass wir nicht alles kontrollieren können, sondern dass wir eigentlich gar nichts kontrollieren können. And so think of the amount of energy it takes to try and control other people and situations. Sorry. Can you say How much energy it takes to try and control other people and situations. Und es braucht so viel Energie, wenn man versucht, andere Menschen und Situationen zu kontrollieren. And I will even be operating under the illusion that I'm doing it for your good. Und ich werde sogar mit dem Irrglauben handeln, dass ich es für dein Wohl tue. Or I'm doing this because I love you. Oder ich tue es, weil ich dich liebe. But in order for me to be peaceful, I'm demanding that things be a certain fixed way. Aber mit dem Ziel, selbst friedvoll zu sein, verlange ich, dass die Dinge so oder so oder so sein sollen. Does that sound like an atmosphere for learning? Hört sich das an wie eine Atmosphäre des Lernens? No. And also, while there continues to be resistance, Und während ich noch die Energie von Widerstand habe, then I can't develop the quality of resilience. kann ich nicht die Qualität von Resilienz entwickeln. You know, that will make me strong. Also Resilienz, And it's Resilienz ist so ein Begriff aus der Psychologie. strength. Stärke, man kann es mit Stärke oder Widerstandsfähigkeit Ja. übersetzen. Yeah. And as you know, we all know that sometimes with situations you can't control them, you can't change them, and the only option you have is to change yourself. Und wir alle kennen die Situationen, wir erleben die, wo man die Dinge nicht kontrollieren kann, wo wir sie nicht beeinflussen können und das Einzige, was wir haben, ist dann uns zu verändern. Yeah. And so then at this time, I think you can look and you can see all the awful things and the violent things that are happening in the world.
Und zur Zeit kann man auf die Welt schauen und man sieht diese ganzen schrecklichen Dinge und all die Gewalt. And it can create, depression, it can create anxiety, fear. Und das kann Depressionen verursachen und Spannungen und Angst in uns. And then where there's fear, there's going to be resentment. What is resentment? Does anybody know Kennt jemand den what Begriff? resentment is? Ärger, auch Ärger. Ärger. Is it like anger? It's more than anger. Resignation. It will ultimately erupt probably as anger. Somebody's got their dictionary there. Aggression? Hat jemand ein Well, Wörterbuch hier? it can result in aggression and that. Also nicht ganz Ärger, es kann in Ärger enden, Resentment kann als Ärger ausbrechen. Yes, it certainly. Those are the feelings that it will bring up. RESENT. Wir können es alle zu Hause nachschlagen. Resentment. Übernehmen steht im Lexikon. Did you find it? Have you found the word? Yes. Yes. Dankeschön. Yes. Thank you. See. Ja, Groll. And ultimately, all these are giving me pain. Und all die Gefühle geben mir Schmerzen. And on the one hand, we're saying, I want to be liberated from this. I want to be free from this. Und auf der einen Seite sagen wir, wir wollen davon befreit sein und frei werden davon. And it's like, especially when something traumatic has happened to us in our life and where we really took a lot of pain, sometimes we use it to identify ourselves. Und manchmal, wenn etwas sehr Dramatisches in unserem Leben passiert ist, dann nutzen wir das, um uns selbst damit zu identifizieren. And we'll keep going back to that incident or that hurt again and again. Und wir gehen immer wieder zurück zu diesem Schmerz. It's almost- Immer und immer und immer wieder. It's almost like an infection that colors the rest of our life. Als Beispiel wie eine Infektion, die unser ganzes restliches Leben That everything färbt. is seen through that prism. Also alles wird durch dieses Prisma gesehen. Yeah, that I operate through the prism of pain. Also ich agiere durch dieses Prisma von Schmerz. We say it's like reading the same chapter of the book over and over and over again, even though I say I want a new chapter. Als würde ich dasselbe Kapitel des gleichen Buches immer und immer und immer und immer wieder lesen, obwohl ich weiß und sage, ich will ein neues Kapitel lesen. You know, it's a little bit like, Alzheimer's in a way. Yeah. Es ist ein bisschen wie Alzheimer. In that you read it and you instantly forget it, and you read it again and you forget it, and you read it again and you forget it. But every time you read it, you're giving yourself pain. You're hurting, you're wounding Wie yourself. beim Alzheimer liest man es und dann vergisst man es wieder und man liest es wieder und vergisst es wieder und man liest One of es the und vergisst es. questions, Und man verletzt sich dabei immer sehr. one of the questions I might ask myself, why do I feel the need to hurt myself? Eine der Fragen, die ich mir stellen kann sein, warum habe ich immer wieder das Bedürfnis, mich selbst zu verletzen? There's an expression that's used in the Brahma Kumaris, and I've never heard it anywhere else, and it's very powerful, and that is to neither be responsible for giving sorrow or taking sorrow. Und es gibt einen Slogan bei Brahma Kumaris, den ich noch nirgends anders gehört habe. Und der heißt, dass ich weder anderen Sorgen und Leid gebe und dass ich aber auch keine Sorgen und Leid annehme von anderen. And I think most people would like to think
that they don't give sorrow. Is there anybody here who feels they never give sorrow? Und es gibt Menschen, die würden gerne denken, dass sie nie Sorgen geben oder nie Leid geben. Aber gibt es hier jemanden, der von sich sagt, dass er kein Leid gibt? And often the giving of sorrow is a measure of your own pain. Und häufig ist der Grad des Leides, das wir geben, auch ein Maß für den eigenen Schmerz. And in those situations, to be able to have compassion for people, Kann man in diesen Situationen Mitgefühl für andere Menschen haben? to know that everybody is carrying pain or sadness at some level, Indem man weiß, dass auch jeder Einzelne Schmerz oder Traurigkeit in sich trägt. it's just like when I see somebody who's very critical by nature. Wenn ich jemanden sehe, der in seiner Natur sehr kritisch ist, They're always criticizing everybody else and everything else. die alles kritisieren, die ganze Zeit, jeden und alles und immer. And they would often be seen as like a strong character, Sie werden oft als sehr starke Charaktere angesehen, but the very opposite is true. aber das genaue Gegenteil ist wahr. And that the criticism is their way of hiding their own pain from themselves. Ihre Kritik ist ihre Art, ihren eigenen Schmerz vor sich selbst zu verstecken. And so this is one of the changes that I see when meditation begins to work. Das ist eine der Veränderungen, die ich beobachte, wenn die Meditation beginnt zu wirken. Those situations begin to lose their power over you. You let go of them. Die Situationen hören auf, Macht über einen zu kriegen und man lässt sie gehen. And there is a softening process that happens. Und es ist ein besänftigender Prozess, der passiert. Even a vulnerability that comes Auch eine Verletzlichkeit, die kommt, because you're no longer feeling threatened nor weak. weil man fühlt sich nicht länger bedroht, aber auch nicht schwach. And so it's exchanging the old energy that is no longer working and allowing the original energy to manifest. Das heißt, man tauscht die alte Energie aus, die nicht länger funktioniert, und erlaubt der neuen Energie, sich zu festigen und zu manifestieren. And then your vibrations can touch that same spot in another. Your vibrations can touch, your vibrations of peace or of love can touch that in another soul. Und die eigenen Schwingungen von Liebe und Frieden können dann auch die anderen Seelen berühren, in ihrem Frieden und in ihrer Liebe. I'm not saying you can give the peace or the love to another soul. That's not how it works. Ich sage nicht, dass ihr Liebe und Frieden anderen geben könnt. So funktioniert es nicht. But it can touch that in another one, and they then can begin to access it for themselves, because it's in them too. Aber der eigene Frieden kann die anderen berühren und ihnen dabei helfen, auch Zugang zu ihrem eigenen Frieden und ihrer eigenen Liebe zu bekommen. As the words of the song says, it's in every one of us to be wise. Die Worte von einem Lied sagen, es ist in jedem von uns, weise zu sein. And that at some level you know everything. Das heißt, zu einem gewissen Level
weißt du alles. But we've forgotten a lot of the important bits. The important what? Bits. Pieces. Yes, yes. Also wir haben die wichtigen Dinge, Stücke aber vergessen, zu einem gewissen Grad. And so now, a very particular time that humanity finds itself in Also es ist eine sehr, bitte? Besondere Zeit, in der sich die Menschheit im Moment befindet. What would you say is special about this time? Was würdet ihr sagen, was ist besonders an dieser Zeit? Are you going to look at the craziness? Schaut ihr dann auf die Verrücktheit? Tell. Veränderung? Brigitte says Veränderung. Things are changing. Die Dinge verändern sich. In what way? Or, Auf welche Art und Weise? The consciousness change. There you go. I like that. There is a shift in consciousness. Das Bewusstsein verändert sich, sagt Margot, und Victoria sagt, ja, das mag ich, das Bewusstsein verändert sich. And that has to happen for each one individually. But each one can influence by their vibrations a change with others, for others. Und das muss für jeden persönlich passieren, also jeder individuell, aber wir können uns gegenseitig dabei helfen und unterstützen. You know, this idea, and I know we're almost at time, but you know, the story that we have all been told in terms of you know, the Judeo-Christian perspective, that God created, you know, a beautiful world, a world in which there was just love and peace, etc. Und es gibt diese christlichen Vorstellungen, dass Gott eine Welt erschaffen hat, die ganz perfekt war, voller Liebe und voller Frieden. But isn't it odd how the idea of God that most of us have been given traditionally is of quite a violent being. Aber ist es nicht komisch, dass diese Bilder, die wir alle von Gott bekommen haben, ein ziemlich gewaltvolles Bild ist? Many of you are in my age group, and so maybe many of you were brought up with the idea that God's watching you, God's going to get you, He's going to punish you, you have to feel guilty. Viele von euch sind in meinem Alter und vielleicht habt ihr auch gehört, Gott wird dich sehen und Gott wird dich finden, Gott wird dich bestrafen. And again, we would say that God neither gives sorrow nor creates sorrow. Und wir würden sagen, dass Gott weder Sorgen gibt oder Leid erschafft. That part of the secret, and you may not have thought about this, but ultimately, you know, we punish ourselves. God does not punish. Let me throw that out the window for starters. God does not punish. God is innocent of what he's been accused of. Und ein Teil des Geheimnisses ist, woran ihr vielleicht noch nicht gedacht habt oder noch nicht drüber nachgedacht habt, ist, dass Gott nicht bestraft, aber dass wir selbst es sind, die uns bestrafen, innerlich immer. But I promise you, there are many, many people in the world that still need to believe that God is punishing them. Aber glaubt mir, wenn ich euch erzähle, dass es immer noch sehr, sehr viele Menschen in der Welt gibt, die es glauben wollen, dass Gott bestraft. And it's all connected with feelings of not being good enough. Und das ist alles verbunden mit den Gefühlen, nicht gut genug zu sein.
and you can either be in the camp where you don't have that sense of self-worth or of value. Und ihr könnt einerseits in dem Camp sein, dass man nicht genug Selbstwertgefühl hat. Or the other side where you're totally arrogant and full of ego. Oder auf der anderen Seite, wo man total arrogant ist und voller Ego. But they're actually two sides of the same coin. Sie sind aber beide Seiten von derselben Medaille. Because a person is only arrogant and egoistic when he has told himself or herself, I'm not good enough. Weil also es ist dieselbe Medaille, weil eine Person, die sehr arrogant ist und voller Ego ist, auch nur jemand ist, die sich selber sagt, dass sie nicht genug wert ist und nicht gut genug ist. So I create a persona for myself that makes me look invincible. What is invincible? Invincible. Unbesiegbar. Also schaffe ich ein Bild von mir selbst, das mir zeigt, ich bin unbesiegbar. Oder? Yeah. Yeah. You understand that? Yeah. So, I've forgotten where I was going with that. You were on the volume of the self. Yes, and the ego. and so where at some level we decide what our punishment is going to be. Und an irgendeinem Punkt entscheiden wir, was unsere Selbstbestrafung ist. There's no doubt that we have transgressed or disobeyed, if you want to use the word, the laws, spiritual laws. Es ist keine Frage, dass wir die spirituellen Gesetze gebrochen haben. And so that does contribute to our feelings of a lack of self-worth. Und das trägt zu unserem Gefühl von mangelndem Selbstwert bei. What I often see is that people's unhappiness or sorrow Oft sehe ich, dass die Sorgen und das Unglück von den Menschen resides in the space between their idealism and what they're actually doing in practical terms. Also dass es daher kommt, von der Differenz zwischen dem, was sie gerne möchten und was ihre Ideale sind und dem, was sie tun dafür. Do you understand? Do you know that experience? Versteht ihr Yeah. das? Kennt ihr Once die again, Erfahrung? it's part of the low end of the spectrum, which is saying, I'm not good enough. I'm not even living up to my own best expectations for myself. Daraus kommt dann das Gefühl von, ich bin nicht gut genug. Ich lebe nicht mal diese höchsten Erwartungen, die ich an mich selber habe. Oder die And so höchsten once Ansprüche, again- die ich an mich selber habe. Once again, the element of punishment comes in. Also kommt wieder das Element von Bestrafung rein. Now, in the meditation, connecting with that divine source of energy, Wenn man in der Meditation mit dieser göttlichen Energie in Verbindung tritt, it becomes a mirror. dann wird diese ein Spiegel, Not of your weaknesses or your crimes or anything else. It becomes a mirror of or for your greatness and for your beauty. dann wird diese Energie in der Meditation, diese göttliche Energie, kein Spiegel für die eigenen kriminellen Handlungen oder für die eigenen Schwächen, sondern für die eigene Großartigkeit. And I know this evening wasn't meant to be about God, but there's just one thing I want to say about God. Und ich weiß, dass dieser Abend nicht gedacht war, um über Gott zu sprechen, aber ich möchte eine Sache darüber sagen. And it's really on the basis of a very intense experience that I had in meditation. Und ich sage das wirklich auf einer sehr intensiven Erfahrung, die ich in der Meditation hatte. And that in communication with that source of energy,
dass in der Kommunikation mit dieser Energiequelle, that that as God looks at any one of his children, me or anyone else, that God cannot see beyond his own brilliance. die Erfahrung war, dass Gott, wenn er auf irgendeines seiner Kinder schaut, dass er nicht niedriger als seine eigene Brillanz schauen kann. And when I say I don't know in German, because in English brilliance has two meanings, that you'll often say somebody's brilliant, you know, they're mentally, but I don't mean that. I mean brilliance as light. Und sie meint dabei nicht diese intellektuelle Brillanz, sondern das leuchtende Licht, also das scheinende Licht. And so when God looks at you, he doesn't see anything but the reflection of his own light in you. Das heißt, wenn Gott auf dich schaut, dann sieht er nichts anderes als sein eigenes brillantes Leuchten in dir. So this is part of the energy that the soul now requires, Und das ist ein Teil der Energie, den die Seele jetzt braucht. is to be seen by and as divine energy. Also gesehen zu werden als eine göttliche Energie. In other words, God, you could say that God's opinion of you is very different from human beings' opinion of you. Das heißt, Gottes Meinung von dir ist sehr, sehr unterschiedlich zu der Meinung von anderen Menschen über dich. And it transcends any opinion you might have of yourself. Und es transformiert auch jede eigene Meinung, die man von sich selbst hat. And with that source of energy, it's not an opinion. He knows. Und mit dieser Quelle ist es keine Meinung mehr, sondern er weiß es, wie du bist. And wants us to know it for ourselves. Und er will, dass wir es auch selbst wissen. So, we leave it there. Also Um, machen wir hier Schluss. We'll have a little meditation now. If I can invite my dear sister Gudrun to come Wir machen noch eine kleine Meditation take und us through a ich lade meditation. Gudrun ein dafür, um uns durch die Meditation zu führen. Thank you. Yes. Yeah, danke. This was a brilliant evening. So in this sense you said it was light for the soul. Thank you. Habt ihr das verstanden? Gut. But the vibration here, the vibration in the center always makes it different. Ja, aber die Schwingung im Zentrum macht immer den Unterschied. Yeah. People open more easily, I think. Ich hab's gern weg, aber es muss jetzt da bleiben. Ich reflektiere über das, was ich heute Abend gehört habe. Werde innerlich still und erinnere mich daran, dass ich eine Seele bin, ewig. Und ganz tief innen in mir, der Seele, weiß ich, was falsch und was richtig ist. Und ganz tief innen liegt auch die Größe der Seele. Und mein Bewusstsein
ist jetzt wie Licht, das auf diese Größe scheint. Und ich öffne mich dafür, Gottes Meinung in mein Herz zu lassen. Denn diese wunderbare, leuchtende Energie Gottes sieht mich in meiner Reinheit, in meiner Stärke. Und wenn ich mich gesehen fühle, dann entsteht Selbstachtung, Selbstwertschätzung. Und ich erlaube dieses Gefühl in mir, mich selbst wirklich wertzuschätzen als einzigartige Seele. Je mehr ich das erlaube, verstehe ich auch, dass diese Wertschätzung auch zu anderen geht. Ich möchte mich selbst immer wieder stärken in diesem Bewusstsein und in der Kenntnis, wer ich bin. Ein strahlender Stern. Ein brillanter Stern. Ich habe ein Recht auf Glück, auf Frieden und auf Selbstachtung. Und ich nehme mir jetzt fest vor, mich selbst nicht mehr zu bestrafen durch einen negativen Ausblick auf mich selbst oder durch Beschwerden über andere, sondern ich schenke mir selbst echte Liebe, echte Wertschätzung. Und ich nehme das Licht von der höchsten Quelle der Liebe. Liebe gehört auch zu mir. Göttliche, reine Liebe. Und wenn ich wieder in meinen Alltag zurückkehre, dann nehme ich mir vor, in dieser Selbstachtung zu bleiben und in Verbindung mit der höchsten Quelle, sodass ich ein Teil bin eine Seele, die helfen kann, die Gewalt zu beenden, indem ich selbst erkenne, wo in mir noch Gewalt liegt. Aber ich habe keine Angst davor, mich zu verwandeln. Ich bin nicht alleine. Ich bin verbunden mit der höchsten Quelle. Und ich habe eine wunderbare, große Weltfamilie. Om Shanti, ein Gruß des Friedens. Om
Thank you very much. I would like to give you a big bouquet, but it's invisible. It's brilliant. You're the It's you're the here bouquet. Look, because it's not enough. This is not enough. here's a bouquet. But I give Here's a you bouquet. a big bouquet of love, of peace, of royalty. You gave us Accept a big it. Thank you. But I always think, that everybody knows these things already, and that we just have the part to remind them, but you know it already. Sie denkt immer, dass jeder diese Dinge ja eigentlich weiß. Ihr Right? wisst das bereits schon. Yeah. Stimmt das? We come here to be reminded. Wir kommen nur hierher, um daran erinnert zu werden. Danke auch für euer Zuhören. Thank you. Und es gibt noch